So, ich bin jetzt noch Backstage und ziehe mir das erste Teil an. Das ist ganz gut, dann müsst ihr nicht sehen, wie ich hier nackt im Raum rumhüpfe. Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch mein Scavenger Mando Kostüm vorstellen möchte. Vorstellen heißt, wir gucken uns alle Teile an. Ich erzähle, wo sie her sind, wo ich sie gekauft habe, wie ich sie gemacht habe und ziehe sie nach und nach an, um euch dann am Ende das komplette Kostüm zu präsentieren. So, mal schauen, seht ihr alles? Ich glaube schon. Cool, dann legen wir los. Also das erste ist offensichtlich dieser Flightsuit, der kommt aus einem Online-Shop, der nennt sich, glaube ich, BW Online-Shop. Da bekommt man allerlei Fliegeranzüge und so militärische Klamotten, Stiefel und so weiter. Genau, da ist der Flightsuit her. Hier sind ein paar Klett-Patches drauf, um nachher die Rüstung zu halten. Und vor allem auf der Schulter hier dieser coole Mandalorian-Patch, den ich glaube ich von Etsy habe. Links sind auf jeden Fall alle in der Description. Genau, das nächste, was ich anziehe, ist dieser Stiefel hier. Der ist aus demselben Shop. Link ist auch unten. Ich habe den dann ein bisschen verziert. Der soll so ein bisschen, ich finde, es könnte fast ein Tusken Raider Stiefel sein. Also ich habe aus Stofffetzen eine lange Stoffbahn geklebt und habe diesen Streifen hier drum gewickelt, dann mit Nieten, mit Schrauben und Muttern. Diese Metallleiste hier befestigt, die noch von meinem Gonk Droid Bild übrig war, und dann hier an den Seiten noch diesen relativ dünnen Draht hinzugefügt. Und vorne in Anlehnung an Boba Fett, der hat ja auch diese zwei Spitzen vorne aus dem Schuh rausschauen. Hier noch so eine kleine, so ein kleiner Stachel. So, dann ziehe ich die mal an. Das war dumm. Ich glaube, die Rüstung an den Oberschenkeln muss zuerst dran. Ja. Genau. Grundsätzlich für diese Teile gilt, wie für die gesamte Rüstung, abgesehen vom Helm und vom Jetpack, alles First Order Stormtrooper Rüstung. Ich habe vor 2 Jahren mal angefangen, die aus PLA zu drucken. Habe irgendwann, ehrlich gesagt, die Lust am Schmirgeln und Schleifen verloren. Dann lagen sie 2 Jahre da oben in diesem Regal. Und jetzt hat es mich gepackt und ich habe gedacht, Mensch, da machst du eine coole Mando-Rüstung draus. Also die Oberschenkel, das Rückenteil, das Brustteil, die Schulter, das Kniepad sind alles First Order Stormtrooper Rüstung. Von der Form her natürlich anders lackiert. Genau, hier sind 2 Magneten dran. Da werden wir nachher den Blaster dran befestigen, der auch entsprechende Magneten hat, sodass die Waffe schön hier an der Seite sitzt. Genau. Ja, dann ziehe ich die Dinger mal an, das ist ein bisschen komplex. Hier sind so, klar, auf der einen Seite Klett-Patches dran, und dann ist hier aber noch ein Stück Gurt, das muss in den Gürtel eingefädelt werden, und genau, ja, ist ein bisschen tricky anzuziehen, aber das seht ihr jetzt. Genau, der Gürtel. Ich glaube, der Gürtel selber ist von Amazon. Das ist so ein Handwerkergürtel, irgendwie, keine Ahnung. Relativ praktisches Teil, also relativ schnörkellos. Die Taschen auch. Die Feldflasche, die ist aus demselben Shop, wo auch der Anzug und die Stiefel her sind. Genau, links und unten.
Jawohl, die Oberschenkel, die werden erst von dem Gürtel so richtig festgehalten. Klar, das Klettband unterstützt auch, aber im Prinzip rutschen die schon noch sehr viel runter. Und erst durch den Gürtel, der sehr eng ist, und auch die Dinger hier sind sehr eng eingestellt, die sind innen drin mit so einem Clip befestigt, wo sie auch längenverstellbar sind. Und der zieht die schon so stramm hoch, dass die im Prinzip durch den Gürtel erst richtig fest sitzen. Genau, das hier ist auch First Order Stormtrooper. Thema hier ist ja Scavenger-Mando, also so ein bisschen zusammengestückelt und zusammengewürfelt aussehen, deswegen nur eine, sowohl von dem Kniepad als auch von dem Schulterpolster. Geht einfach mit Klepp dran. Jetzt ist Zeit für die Stiefel. Die nicht mehr so einfach anzuziehen sind, wenn man die hier anhat. Vorrücken ist echt schwierig. Ja, komm. Ja, bitte. Das sieht bestimmt auch aus. Ja, komm. Jawohl. Sitzt doch cool. So, I believe. Genau. Schulterklappe. Again, auch First Order. Hier ist ein Gummiband eingeklebt, ein bisschen zusätzlich im ABS-Plastik nochmal verstärkt, damit es sich nicht wieder löst. Hier oben ist wieder Klettband drin, hier oben auch. Jetzt geht das Ding einfach auf die Schulter. Ja. So. Genau, das nächste, was relativ tricky anzuziehen ist, ist der Rücken. Ist prinzipiell gar nicht so schwer. Nur wenn man es alleine macht, kommt es sich arg mit der Schulter hier ins Gehege. So, und das Ding hier besteht aus 3 Teilen: Cape, Jetpack und das Rückenteil vom First Order Trooper wieder. Hier ist wieder Klettband, um die Brust daran zu befestigen, hier oben auch. Das hier ist einfach ein mehr oder weniger quadratisches Stück Stoff, was ich ein bisschen dreckig gemacht und durchlöchert habe. Es ist eben hier oben nur an einer Schulter befestigt. Um Platz zu machen für das Jetpack, das ist das Sabine Wren Jetpack, das habe ich auch von Etsy. Das ist als einziges Teil nicht selbst gedruckt, sondern das habe ich fertig gedruckt gekauft. Genau, Link ist auch unten. Und jetzt versuche ich das Ding mal anzuziehen. So, das Klettband ausführen. Ja, perfekt. Das hätte ich nicht vermutet. So, ich ziehe jetzt die Halskrause an. Liebe Grüße an Verena, ich glaube, das hast du mir mal geschenkt. Das versucht ein bisschen schwarz einzufärben, das ist nicht so super gelungen. Aber was immer mal passiert, ist, dass mir die schwarze Farbe noch im Gesicht hängen bleibt. Wahrscheinlich sehe ich jetzt ein bisschen nach Kriegsbemalung aus. So. Ja, dann kann im Prinzip die Brustplatte dran. Genau, Brustplatte, auch First Order. Und vielleicht können wir hier ein bisschen über die Lackierung reden. Was ich versucht habe zu tun. Also ich habe es in 4 Schichten lackiert, 5, wenn man den Filler Primer mitzählt. Auf den Filler Primer ein Hammerschlaglack. Von der Struktur sieht man leider nicht mehr so super viel. Dann eine Schicht Chrom, dann mit Liquid Latex gearbeitet und ja, so Patches hinterlassen. Dann eine Schicht Grün drüber, die Liquid Latex Patches abgezogen und dann dasselbe Spiel nochmal mit einer Schicht Schwarz, sodass es im Prinzip so wirken soll, ja, als ob es einfach schon zweimal überlackiert wurde und immer wieder sozusagen die darunter liegenden Schichten zum Vorschein kommen. Hier in diese, ich weiß nicht, was das beim First Order Trooper ist, Rangabzeichen oder was auch immer, habe ich noch ein paar LEDs eingearbeitet. Die sind hier auf der Rückseite verkabelt. Und hier kommt jetzt eine 9 Volt Batterie dran, damit die leuchten. Jawohl. So, jetzt kommt die Batterie in diese kleine Tasche hier rein. Und dann versuche ich mir das Ding anzuziehen. Ob das klappt.
vergebt mir, wenn jetzt die Nahtstelle nicht ganz gerade ist. Das sieht auch nicht so richtig gut. Gut, das scheint zu klappen. Das ist ein bisschen feste Kette. Ich glaube, es ist jetzt nicht ganz mittig, ne? Oder? Na, vielleicht doch. Könnte sogar okay sein. Ja. So, damit ist jetzt eigentlich ein Großteil der Rüstung erstmal dran. Genau, kommen wir zum Blaster. Das ist ein, oh Gott, SR-14E, SE-14R. Auf jeden Fall der Blaster, den die Death Trooper in Rogue One haben. Genau, habe ich auf einen Resin-Drucker gedruckt. Und um so ein bisschen das Scavenger-Feeling rüberzubringen, ist hier noch ein kleiner Stoffstreifen drumherum. Und ehrlich gesagt wollte ich damit auch ein paar Stellen verstecken, bei denen ich nicht mehr ganz so motiviert war zu schmirgeln. Genau, ich habe hier in der Druckdatei vorher zwei Zylinder von 3 cm Durchmesser ausgeschnitten, in die dann eben genau die Magneten reinpassen, die jetzt die Gegenstücke zu den Magneten hier unten sind. Das probiere ich gerade zum ersten Mal, ich hoffe es hält. Cool. Jawohl, super. So, theoretisch wären jetzt Helm und Handschuhe dran. Ich erkläre euch aber, weil ihr mich durch den Helm wahrscheinlich nicht mehr gut versteht, den großen Blaster als nächstes, wenn ich noch runterkomme. Das Ding ist komplett aus Resten zusammengebaut. Das hier ist eine kaputte Kaffeemühle, das hier ist ein kaputter Stabmixer, das hier sind ein paar Rohre von einem Elektrogrill. Der Griff ist aus Holz, irgendein Schlauch, den ich noch über hatte. Genau, die Kappe da hinten ist auch ein Teil von derselben Kaffeemühle. Und hier ist noch ein kaputtes Ladegerät von einem alten Notebook. So, das lege ich noch mal schnell zur Seite und ziehe die Handschuhe an, die von, oh, die können auch von Amazon gewesen sein. Naja, ihr seht den Link ja unten. Nicht so einfach, auch hier in den Armen ist die Bewegungsfreiheit ganz schön eingeschränkt. So, dann kommt jetzt als letztes der Helm drauf. Das ist der, fragt mich nicht, Boba Fett, ja, einer von den 1000 Hasbro Boba Fett Helmen, die in letzter Zeit so rausgekommen sind, überlackiert, total runtergerockt im Sarlacc. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, war es mir auch egal, weil ich ihn eh überlackieren wollte. Genau, selbes Prinzip, selbes Farbschema und ja, so ein bisschen mehr beige als an den anderen Teilen, wo hier überall nur so ein paar Streifen beige zu sehen sind. Der funktioniert auch noch. Leider habe ich beim Überlackieren den Knopf hier kaputt gemacht, aber man kriegt ihn so noch runter.